Herzlich willkommen auf dem Kanal von MTB News. Mein Name ist Gregor und in diesem Video geht es diesmal um die Team- und Fahrerwechsel vor der Saison 2025. Ja, in dieser Offseason geht es auf jeden Fall besonders spannend zu. So viele Fahrer wie noch nie wechseln ihre Teams. Teams wurden eingestampft, dafür gibt es auch ein paar neue. Und das liegt vor allem daran, dass es die krassesten Regeländerungen im Downhill-Weltcup seit seiner Einführung in den 90er Jahren gab. Von nun an ist es für die Teams nämlich super wichtig, in den Top 15 im Weltranking der UCI zu sein. Denn nur diese Teams haben einen sicheren Startplatz für die ganze Saison. Ansonsten gibt es noch 5 Wildcards, die werden etwa nach Ergebnissen oder nach dem Social-Media-Auftritt, auch Sachen wie die Anti-Doping-Historie, die am besten einfach nicht vorhanden sein sollte, werden berücksichtigt. Aber natürlich, gerade für Sponsorenverhandlungen ist super wichtig, einfach zu wissen, hey, wir sind safe dabei. Ja, und dafür sind die Fahrer mega wichtig, denn das Ranking setzt sich quasi aus den besten 4 Ergebnissen der Teamfahrer im Finale zusammen. Und da ist egal, ob es Elite oder Junioren sind, also einfach die 4 Fahrer, die die besten Punkte rausgefahren haben, die werden zusammengerechnet und danach gibt es dann ein Team-Ranking. Da muss man in diesem Jahr halt in diesen Top 15 sein und deswegen gibt es da gerade so viel Bewegung drin. Wir schauen uns das mal an, machen einen kleinen Schnelldurchlauf, das ist der Plan für dieses Video. Es ist noch nicht final, in ungefähr 2 bis 3 Wochen kommt die quasi finale Liste der UCI raus. Dann werde ich mich mit dem Markus Peckold zusammensetzen, viele von euch werden ihn kennen, Ex-Downhill-Racer, Eurosport-Kommentator und unser Experte in unserem Mountainbike-Podcast. Und genau, dann treffe ich mich mit ihm und werde mal komplett drüber reden. Da geht es dann mehr darum, ja, wie sind die Teams aufgestellt, wie funktionieren die Fahrer miteinander, wie sind die Bikes, also Zeug. Und heute gucken wir uns einfach mal im Schnelldurchlauf an, wer ist denn eigentlich wohin gegangen. Also fackeln wir nicht lange drum rum, los geht's. Erstes Team, mit dem ich anfangen möchte, ist der YT Mob und ja, das haben wir schon hier auf unserem Kanal, in unserer Website und überall ordentlich gecovert. Andy Kolb, der österreichische Downhill-Star, ist zum Mob gewechselt. Es ist ein extrem starkes Team jetzt mit Wally Höll, mit Ocean O'Callaghan, konnte auch schon mal einen Weltcup gewinnen und Caspar Woolley, der Enduro-Fahrer, ist ins Downhill-Team gewechselt und ja, der Mob muss sich da keine Sorgen machen. Die sind auf jeden Fall qualifiziert für alle Weltcups und werden zu den besten Teams in der kommenden Saison zählen. Super spannend ist auch Track Factory Racing DH. Die gehen wieder ein bisschen back to the roots, kann man fast sagen, denn die haben fast alle ihre Fahrer rausgeschmissen, will ich nicht sagen, aber abgegeben und ein fast komplett neu aufgestelltes Team, das wieder super jung ist. Das haben sie vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Der älteste Fahrer ist jetzt Matt Walker, der Brite, auch schon mal einen Weltcup gewonnen, ist 25 Jahre alt. Danach kommen Lecky Stevens-McNabb und Ollie Davis, die sind 20 Jahre, auch beides super krasse Talente. Dann gibt es noch Chris Hauser, der jetzt in die Elite wechselt von den Junioren. Sasha Ernest ist die einzige, die aus dem letztjährigen Team geblieben ist, auch erstes Elitejahr. Und Ella Zwegby geht bei den Juniorinnen an den Start und gehört da auch zu den Favoritinnen. Ein komplett neues Team ist Aon Racing oder AON Racing. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie man es aussprechen soll. Auf jeden Fall das neue Team von Reese Wilson. Der war vorher bei Trek, hat jetzt sein eigenes Ding gemacht, ist aber weiterhin aktiver Fahrer und super interessant, hat sich mit Gamux zusammengetan, fährt dieses super krass gefräste Getriebebike aus der Schweiz und viele werden es schon gehört haben, da gibt es dieses Jahr wieder, wie schon im letzten Jahr, eine Preisausschreibung von Gates, dem Riemenhersteller. Deren Riemen werden eben zusammen mit Getrieben meistens benutzt und sie haben gesagt, der erste Elite-Weltcup-Sieg, egal ob Mann oder Frau, kann 100.000 € von ihnen einstecken und da ist Reese Wilson auf jeden Fall ein großer Favorit für. Hat sich noch eine starke Verstärkung geholt auf jeden Fall. Harriet Hampton, ebenfalls ehemalige Trackfahrerin, Enduro-Weltcup-Gesamtsiegerin, wechselt komplett in den Downhill-Sport. Monika Rastnik war schon Europameisterin, Henry Kerr, auch ein Nachwuchstalent, Heather Wilson und Stan Nisbet komplettieren das Gamux-Team. Mal schauen, ob die es schaffen, in diesen Top 15 Status reinzukommen. Ansonsten mit so einem krassen Setup und einem krassen Bike und Reese Wilson, der Top-Connections zu Warner Brothers hat, können sie sich vielleicht auch darauf verlassen, dass sie so einen Wildcard-Status bekommen. Nicht ganz so flashig ist das Scott Factory Downhill Team. Die haben sich aber auch krasse Verstärkung geholt dieses Jahr. Marine Cabiau haben sie abgegeben. Stattdessen ist Benoit Coulange neu im Team. Ja, in den letzten 2 Jahren 2 Weltcups gewonnen. Einer der absoluten Top-Asse im Downhill-Weltcup.
ist dieses Jahr, nachdem man lange Jahre ja quasi eine Frontfrau hatte, ein rein männliches Team mit Ethan Craig, Dylan Levesque und Gonzalo Bandera. Und auch bei denen wird es ein bisschen knapp mit den Punkten, das muss man noch sehen. Da bewegt sich ja noch ein bisschen was, ob sie da reinkommen. Aber die können sich relativ sicher sein, irgendeine Art von Dauer-Elite-Team-Status zu bekommen. Spannend ist auch bei MS Racing, die haben sich nach nur einem Jahr von Intense als Haupt- und Rahmensponsor verabschiedet. Stattdessen fahren sie jetzt auf Z-Road, ein weiteres Getriebebike aus Neuseeland. Also auch dort geht es um diese 100.000 Euro. Kann sein, dass sie in diese Top 15 reinkommen, ist auch so ein bisschen ein Grenzfall. Muss man eben schauen, was sich andere Teams noch für Verstärkung holen. Und ja, sie haben Eleonora Farina, hat letztes Jahr einen Weltcup gewonnen, Gloria Skazis neu im Team, Valentina Roa Sanchez in Kolumbien, ein ziemlicher Social-Media-Star, Tuhutu Euriki Pene, Jacob Dixon weiter im Team und neu dabei Sebastian Holguin, ein weiterer Kolumbianer, der vor allem im Urban Downhill und bei der Hardline schon auf sich aufmerksam machen konnte. David Trummer ist weiter Teil des Teams, allerdings jetzt eher quasi im Bike-Setup, in der Bike-Entwicklung und vor Ort bei den Weltcups als Line-Coach. Hat mir aber persönlich gesagt, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass wir ihn wieder zurück zwischen den Tapes sehen, nicht nur daneben. Muss man schauen, wie sich es entwickelt. Der hatte 2 super harte Jahre mit heftigen Verletzungen. Aber würde uns natürlich voll freuen, den David da nochmal als Racer zu sehen. Kommen wir zu dem Überteam wahrscheinlich für die kommende Saison, Commercial Makov. Die waren schon immer eines der krassesten und stärksten Teams im Downhill-Weltcup. Haben sich gedacht, nein, das reicht nicht, wir brauchen noch krassere Fahrer und haben den Downhill-Weltmeister Loris Vergier unter Vertrag genommen. Das ist wirklich ein absolutes Überteam jetzt mit Amaury Pierron, der letztes Jahr 2 Weltcups gewinnen konnte. Miriam Nicole hat wieder für weitere 3 Jahre unterschrieben, scheint also noch richtig Bock auf Racing zu haben, eine der absoluten Top-Frauen. Weiterhin dabei Dylan Maples, der geht in dem Team schon fast so ein bisschen unter, ist aber auch auf jeden Fall ein starker Fahrer. Und natürlich die beiden Nachwuchsasse und Brüder Max Alran und Till Alran, die zu den größten Nachwuchstalenten im Downhill zählen. Und ja, das ist eines der Top-Teams, die haben auf jeden Fall diesen Elite-Team-Status. Noch nicht so komplett gesichert ist das Line-Up von Canyon Factory Racing. Vielleicht nach dem Dreh hier kommt es schon online, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar. Aber ich bin mir schon sehr, sehr sicher, deswegen stelle ich das jetzt schon mal als Fakten dar. Und zwar, wir wissen jetzt schon, Marine Cabiru fährt für Canyon, außerdem ist Troy Brosnan weiter dabei, Luca Shaw anscheinend auch neu dabei, haben sie schon angekündigt, Letha Ostgaard, sie ist eine Amerikanerin, gilt als großes Talent, bestreitet ihr erstes Juniorenjahr. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, Henry Kiefer, der deutsche Meister, wechselt ins Factory-Team von Canyon, ist da weiterhin unter Vertrag. Da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, wie er fährt. Und auch hier, wenn das so kommt, wie ich das jetzt behaupte, sind die auf jeden Fall safe in diesem World Series Team-Status drin. FMD war lange Jahre ein Canyon-Team, hat sich jetzt einen neuen Hauptsponsor gesucht und zwar Orbea. Ist eine super spannende Sache. Orbea hat gar kein Downhill-Bike zum aktuellen Zeitpunkt. Letztes Jahr ist Martin Mays auf einem umgebauten E-Bike relativ erfolgreich im Downhill-Weltcup gefahren. Der ist jetzt auch im Team, wurde von FMD quasi unter die Fittiche genommen. Weiter dabei natürlich der absolute Teamstar Tani Seagrave, fährt schon ihre ganze Karriere für dieses Team. Ihr Vater ist der Teambesitzer und Manager. Außerdem Phoebe Gale, auch super starke Elitefrau. Olli Zwar war lange verletzt, aber hat sein Talent schon unter Beweis gestellt. Chaos Seagrave ist weiter Teil des Teams, aber wird, denke ich, keine Downhill-Weltcups fahren, sondern sein Freeride-Ding durchziehen. Und Derek Ryan ist ein irischer Fahrer, wissen wir noch nicht viel drüber. Erstes Juniorenjahr, scheint ein Talent zu sein auf jeden Fall. Ja, spannend wird sein, auf welchem Bike gefahren wird. Da hat man schon so ein bisschen Spy-Shots gesehen, da scheint echt ein Prototyp in der Mache zu sein. Da sind wir super gespannt drauf und auch hier ist es so, dass es sich von den Punkten eigentlich ausgehen sollte, dass sie World Series Team sind. Dasselbe kann man über Norco Race Division sagen, das im letzten Jahr gemeinsam mit Greg Minnaar aus der Taufe gehobene Weltcup-Team. Minnaar, wissen wir alle, hat seine Karriere beendet, wahrscheinlich. Mal gucken, irgendein Spaltbreit lässt er sich das Hintertürchen immer noch offen, aber er ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr im Fahrer-Line-Up dabei. Stattdessen hat man sich einen neuen Star geholt, und zwar Danny Hart, den Doppelweltmeister. Der wird nochmal für Norco versuchen, Top-Ergebnisse einzufahren. Außerdem von Track ist Bodie Kuhn runtergekommen, super stylischer Typ auf und neben dem Bike. Lucas Cruz ist weiter Teil des Teams, letztes Jahr die komplette Saison verletzt gewesen. Gracie Hemstreet hat Ende letzter Saison so ein bisschen ihren Durchbruch in der Elite gehabt. Neu dabei Eris van Leuven, die Juniorinnen-Überfliegerin.
wird die Elite sicherlich in ihrem ersten Elitejahr jetzt ziemlich aufmischen schon, und auch neu dabei Lina Frehner, das österreichische Nachwuchstalent, super spannend, direkt ein Factory-Team erwischt, fährt ihre erste Juniorinnen-Saison und sind natürlich voll gespannt, wie sie sich da schlagen wird. Alles beim Alten und trotzdem irgendwie ganz anders ist beim Santa Cruz Syndicate. Man bleibt eigentlich bei der Stammbesetzung mit Nina Hoffmann, Jackson Goldstone und Laurie Greenland. Allerdings bisher, das Syndicate war traditionell immer ein Dreiergespann. Es gab mal Jahre, wo es auch 4 waren, aber ja, jetzt sind es sogar 5. Man hat sich nämlich 2 Nachwuchstalente geholt, und das liegt sicherlich daran, ich habe es schon gesagt, es zählen die 4 Fahrer mit den meisten Punkten, und da sind eben ja, ein starker Juniorenfahrer, der da aufs Podium fährt, kann da super wertvoll sein. Und da hat man sich Ellie Hulsebosch und Felix Griffith ins Team geholt. Ja, erstere ist letztes Jahr schon super stark bei den Junioren gefahren, und Felix Griffith fährt sein erstes Juniorenjahr, ist übrigens der Sohn der Schauspielerin Gillian Anderson. Ich gucke nicht viel fern, mir wurde aber gesagt, die kann man auf jeden Fall kennen. Interessant dabei, super starkes Team, trotzdem ist es nicht safe, dass sie diesen quasi über das Ranking, diesen dauerhaften Teamstatus bei der UCI bekommen, denn die hatten letztes Jahr ein richtig schlechtes Jahr. Jackson Goldstone ist voll ausgefallen, Laurie Greenland hat mit Krankheit zu kämpfen gehabt, und auch Nina Hoffmann hat sich mitten in der Saison ziemlich blöd verletzt, und nach einem starken Start lief es dann nicht mehr ganz so gut. Deswegen, da kann man sich sicher sein, die werden so eine Wildcard oder irgendwas von der UCI sonst bekommen, aber spannend, dass selbst so ein krasses Team wie das Syndicate da bangen muss, diesen Status zu bekommen. Häufig ziemlich unter dem Radar ist das Giant Factory Offroad Team. Da hat sich auch was getan. Erstmal die gute Neuigkeit. Rémi Thirion ist, glaube ich, 2 weitere Jahre dabei. Der super stylische Franzose mit dem genialen Fahrstil bleibt uns im Weltcup erhalten. Auch dabei bleibt Remy Meyer-Smith. Sein Bruder hat sich allerdings verabschiedet, der kleinere. Auch ein Nachwuchstalent, da wissen wir noch nicht, wo er hingehen wird. Und neu dabei sind stattdessen Jacob und Dane Jewett, also ein neues Brüdergespann bei Giant. Die sind von Pivot rüber gewechselt, und man munkelt, dass man da bei Pivot nicht so allzu happy drüber war. Warum das so ist, da reden wir gleich noch drüber. Und ja, die sind im Ranking irgendwo im Mittelfeld, dürften relativ safe dabei sein. Und da sind wir gespannt, wie die sich nächstes Jahr schlagen. Super interessant ist auch das Frameworks-Team, dieses Jahr mit neuem Hauptsponsor 5Dev, so einer Fräsfirma aus den USA. Genau, neu dabei Anna Newkirk, letztes Jahr bei den Frauen super stark gefahren, die US-Amerikanerin, die in der Schweiz wohnt. Und ja, natürlich Asa Bamet, der Juniorenüberflieger, das große Talent der nächsten Jahre, ist auch weiter im Team, hat im Winter ein Red Bull Sponsoring abgegriffen, und Angel Suarez, der Spanier, ist auch weiter Teil des Teams, auch immer gut für ein Top-Ergebnis. Nico Molelli, der Teambesitzer, wird nicht mehr aktiv racen, so wie man das verstehen kann, sondern quasi vor Ort als Line-Coach und Manager seine Fahrer unterstützen. Recht interessant, bei denen könnte es ziemlich knapp mit diesen Top 15 werden. Allerdings kann man irgendwie auch sagen, das ist so ein besonderes Team, so ein besonderes Setup mit Asa Bamet. Wäre schon krass, wenn man die also wenn man denen keine Wildcard gibt. Außerdem, das habe ich vorhin nicht gesagt, neben den 5 Wildcards für die ganze Saison gibt es noch pro Rennen 8 weitere Wildcards, die aber pro Rennen entschieden werden. Also selbst für die Teams, die nicht in die Top 5 kommen, in diese 5 Wildcards kommen, weil ich meine, ich habe jetzt schon über viele geredet, die das haben wollen. Man merkt, es ist wirklich schwierig. Ja, selbst für die das nicht schaffen, die können dann darauf hoffen, quasi Rennen für Rennen immer in diese 8 reinzukommen. Ist natürlich für die Sponsoren und so nicht so cool, weil man nie die Garantie hat, dass für das Geld, das man zahlt, das Produkt auch wirklich immer gezeigt wird, weil es kann ja sein, dass man dann mal für ein Rennen eben keinen Spot bekommt. Ganz kurz handeln wir ab, Commencal, Schwalbe, Lesor, auch ziemlich neues Feld, da haben sich mehrere Fahrer verabschiedet. Lisa Baumann ist dabei geblieben, Top 5 Frau, neu dabei der kleinste Pierron-Bruder Antoine, außerdem Austin Dooley, Bodie Burke und Matilda Melton, ziemliche US-Truppe. Mal gucken, ob das mit den Top 15 bei denen klappt. Das könnte eher knapp werden. Absolut safe dabei, Specialized Gravity, da hat sich gar nichts geändert, haben nur 3 Fahrer, aber die sind so gut, dass man auf jeden Fall eins der absoluten Top-Teams ist, und die sind natürlich Loic Bruni, Finn Iles, Jordan Williams. Jeder von denen kann einen Weltcup, eine WM oder auch eine ganze Saison gewinnen. Aus den Top 15 definitiv raus ist Intense Factory Racing. Deren Team scheint aus Mille Jonset, Louis Ferguson, Joe Breeden, dem Teambesitzer, und Oscar Griffith, dem älteren Griffith-Bruder, auch eben ein Sohn von Gillian Anderson, zu bestehen. Ja, wenn die jetzt sich nicht noch ein Übertalent reinholen, dann wird es, also
sind die definitiv raus, müssen um eine Wildcard bangen. Ebenfalls gleichen Status hat Goodman Santa Cruz, irgendwie so ein Team, das im Dachraum so voll unter dem Radar fliegt, weil die super französisch sind und man davon nicht so viel mitbekommt, aber mega coole Fahrer am Start. Neu dabei Thomas Estac, super stylischer Typ, seine Teamkollegen von vorher aus dem Commencal-Team, die haben sich alle ins Freeride-Lager verabschiedet. Er raced weiter. Außerdem Lisa Bouladou, Milan Falquet und Nathan Pontvian. Ebenfalls kein Top-15-Status ist für Rogue Racing möglich. Bei denen ist interessant, Thibaut Daprela ist neu im Team, nachdem er letztes Jahr Privateer war. Da gibt es einige Storys drum, die müsst ihr googeln, was da passiert ist, warum der auf einmal in keinem Factory-Team mehr ist. Außerdem Davide Palazzari, der Mann mit den besten Scrubs. Im Downhill-Weltcup Simon Chapelet und der Junior Lorenzo Mascherini. Dann kommen wir mal zu den Teams, von denen wir noch nicht genau wissen, was abgeht. Und ja, ganz spannend, Pivot Factory Racing, eins der spannendsten Teams im Downhill-Weltcup. Haben wir noch keine richtige Besetzung irgendwie, sieht auch ganz schlecht aus, da noch quasi im Ranking ganz weit nach vorne zu kommen. Ziemlich sicher kann man sagen, Bernard Kerr und Jenna Hastings werden im Team sein. Außerdem sieht alles danach aus, dass Matt Walker und Ed Masters weiter dabei sind, aber die fahren ja vor allem Enduro, haben auch keine Downhill-Punkte. Deswegen meinte ich, gibt es das Gerücht, dass eben der Abgang der beiden Jewels überhaupt nicht gern gesehen wurde bei Pivot, weil die sich jetzt ganz schön nach der Decke strecken müssen, um irgendwie coole Fahrer ranzuziehen, dass sie halt zu diesen Top-Teams gehören. Es kann natürlich auch sein, wenn man so ein Wildcard-Ding immer bekommt, was Pivot sehr wahrscheinlich kriegen würde, dass man dann vielleicht nicht ganz so einen coolen Pit-Space hat zum Beispiel. Also Sachen, die super wichtig sind und natürlich einfach vor allem für die Sponsoren ist es einfach wichtig, diesen Status zu haben. Ebenfalls fraglich ist, wie Cube Factory Racing dasteht. Da ist die Besetzung relativ sicher, aber sie haben noch jetzt kein komplettes Line-Up bekannt gegeben. Kann natürlich sein, dass sie noch einen Star unter Vertrag nehmen. Ich gehe aber nicht davon aus, sondern ich denke, das Team wird bestehen aus Max Hartenstern, Jess Blewett und neu dabei die beiden Nachwuchsfahrer Rosa Zierl aus Österreich und Kaspar Hickmann aus Finnland. Gelten beide als absolut krasse Talente, werden ihr erstes Jahr im Junioren-Weltcup bestreiten. Könnte dann sein, dass die so gut fahren, dass Cube nächstes Jahr halt mega gut im Ranking dasteht, einfach durch die Juniorenpunkte. Die haben echt ein krasses Nachwuchsprogramm, muss man auch sagen. Da kommen auch in den nächsten Jahren noch mehr nach. Also da scheint sich die Arbeit für Cube auszuzahlen, aber in diesem Jahr eben noch nicht. Weswegen fraglich ist, ob die diesen World Series Team-Status bekommen können. Ebenfalls schwierig wird es für Continental Atherton, da hat sich Andy Kolb verabschiedet, den werden die ziemlich schmerzlich vermissen. Auch da gibt es noch kein Fahrer-Line-Up, ziemlich sicher ist Charlie Hatton dabei. Ansonsten werden Greg Williamson und Elise Ampe mit dem Team in Verbindung gebracht. Ist ein reines Gerücht, ich habe absolut keine Fakten, die das irgendwie belegen können, kann auch ganz anders kommen. Und ja, auch dort wird es so, also es gibt nicht mehr viele gute Fahrer auf dem Markt. Ne? Es wird irgendwie schwierig für die, da noch reinzurutschen in dieses Ranking. Und spannend ist, dass die jetzt auch ein Getriebebike haben. Das haben sie schon jetzt erste Bilder von gezeigt, das testen sie gerade. Wollen also auch die 100.000 haben. Natürlich Charlie Hatton, ein schneller Typ, war schon mal Weltmeister. Nicht so der Fahrer, den man jetzt immer auf dem Schirm hat, aber wenn vielleicht alles stimmt, könnte es passen. Oder, keine Ahnung, ist ein reines Gerücht, aber Rachel Atherton ist sicherlich immer noch sauschnell. Ja, warum kann sie nicht ihr Comeback feiern? Die ist auf jeden Fall viel am Trainieren, wie man in den sozialen Medien sieht. Vielleicht steigt sie aufs Getriebebike, gewinnt ein Frauenrennen, nimmt die 100.000 fürs Team mit oder für sich selbst und sagt wieder Ciao. Wissen wir nicht, wäre eine krasse Story auf jeden Fall. Ja, ebenfalls unsicher ist, wie es mit dem Yeti Fox Factory Race Team vorangeht. Die scheinen als eines der wenigen Teams weiter Downhill und Enduro parallel fahren zu wollen. Auch Richie Root hat jetzt nicht angekündigt, was an seiner bisherigen Taktik, eben beides zu fahren, ändern zu wollen. Der ist weiter im Team, ziemlich sicher auch Tyler Wade. Ansonsten weiß man über das Downhill-Team noch nicht so allzu viel. Auch hier wird es super schwer mit dem Top-15-Status, aber es gibt sehr starke Gerüchte, die Camille Balanche, eben die Ex-Weltmeisterin, ehemalige World Cup-Gesamtsiegerin, mit Yeti in Verbindung bringen. Da wissen wir noch nichts Gesichertes drüber, wäre ziemlich krass und könnte natürlich sein, dass die sich dann im Ranking weit nach vorne katapultieren, auch wenn Camille im letzten Jahr nicht so eine sehr starke Saison hatte. Und ziemlich unklar ist die Lage von Forbidden Synthesis, dem Team, das in den letzten Jahren im Weltcup aufgebaut wurde. Brooke McDonald hat sich schon verabschiedet, Conor Fearon, der bisherige Teamstar,
scheint wieder einen normalen Job angenommen zu haben und nicht mehr vorzuhaben, einen Downhill-Weltcup zu fahren, zumindest nicht regelmäßig. Es gibt einerseits irgendwie das Gerücht, die würden voll durchstarten mit einem komplett neuen Team und einem fetten Setup. Man fragt sich aber, woher wollen sie das nehmen? Es gibt einfach nicht mehr viele Fahrer, die noch offen sind, mit denen man das machen könnte. Und wir haben aber auch gehört, dass sie ihr Team einfach einstampfen. Aber man weiß es nicht. Man hört irgendwie beides. Auch nicht nur im Internet, sondern auch durch andere Kanäle. Ebenfalls unklar ist, wie es mit UR Racing vorangeht. Die sind im letzten Jahr auf NS-Bikes gefahren. George Brannigan hat schon angekündigt, er wird nicht mehr im Downhill-Weltcup an den Start gehen, zumindest nicht mehr an allen, sondern sich eher auf Events wie Crankworx oder auch die Red Bull Hardline konzentrieren. Und Kaya Hearn wiederum wirkt so, als wäre er auf jeden Fall noch sehr motiviert. Aber da haben wir noch überhaupt keine Bestätigung, wie es mit dem Team weitergehen wird. Und dann gibt es noch das Gamux Factory Racing Team. Da ist sehr sicher, da die jetzt der Aeon Racing von Reece Wilson unterstützen, dass die das Team einstampfen, haben wir aber auch keine offizielle Bestätigung für. Das war es jetzt, der Schnelldurchlauf durch so ziemlich alle Weltcup-Teams für die kommende Saison. Postet auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr noch denkt, was offen ist, was noch passieren könnte, wo ich vielleicht eurer Meinung nach auch Blödsinn erzählt habe. Feedback ist immer gern gesehen. Außerdem haben wir natürlich viele Videos zum Thema World Cup Racing, die verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Und würde mich total freuen, euch hier auf dem Kanal wiederzusehen. Wenn es euch gefallen hat, drückt Like, abonniert den Kanal. Und genau, hoffentlich sehen wir uns in ein paar Wochen dann gemeinsam mit Markus Peckold hier an selber Stelle und können mal ein bisschen genauer analysieren und ein bisschen in die Kristallkugel gucken, wer sich wie schlagen wird. Deswegen bis zum nächsten Mal.